Du gehörst vielleicht zur Kirche oder kennst viele, die es tun. Aber was hält Menschen wirklich dabei? Und ja, was bringt andere dazu, über einen Austritt nachzudenken? Wir schauen uns heute mal eine wissenschaftliche Untersuchung genauer an, die genau das beleuchtet. Was schafft Verbundenheit und Vertrauen zur evangelischen Kirche in Deutschland und was eben vielleicht auch nicht? Okay, lass uns das mal für dich auseinandernehmen. Wir wollen die wichtigsten Erkenntnisse aus dieser Studie rausfiltern. Was sind denn die Kernfaktoren, die diese Beziehung prägen, also zwischen Mensch und Institution? Ja, also die Basis ist die 5. Kirchenmitgliedschaftsuntersuchung der EKD, der Evangelischen Kirche in Deutschland. Und die zeigt halt, es ist ziemlich komplex. Persönliche Überzeugungen spielen rein, Erfahrungen, das soziale Umfeld, all das. Aber im Kern, da dreht sich vieles um 2 Schlüsselbegriffe. Verbundenheit und Vertrauen. Okay, Verbundenheit und Vertrauen. Und was ist laut der Analyse so der stärkste Klebstoff? Gibt es da einen Hauptfaktor? Ja, den gibt's. Eindeutig deine ganz persönliche evangelische Religiosität. Das ist wirklich mit Abstand der wichtigste Faktor für beides, für Verbundenheit und für Vertrauen. Dabei geht's weniger um starre Dogmen, so wie man das vielleicht denkt, sondern eher um so ein Gefühl der individuellen Passung. Also, passt das, wofür die Kirche steht, zu meinem eigenen Glaubensgefühl? Oder zu meinen ethischen Vorstellungen? Resoniert das mit mir? Verstehe. Jetzt sagtest du Verbundenheit und Vertrauen. Das klingt ja erstmal ähnlich, aber die Studie unterscheidet da, richtig? Genau. Und das ist ein spannender Punkt. Verbundenheit, die hat oft tiefere Wurzeln. Manchmal geht das zurück bis in die Kindheit, die Jugend, also die kirchliche Sozialisation. Die ist oft, stabiler, überdauernder. Vertrauen dagegen, das muss sich viel mehr im Hier und Jetzt beweisen. Passt das aktuelle Handeln der Kirche? Sind die Werte noch stimmig? Und Enttäuschungen, zum Beispiel über kirchliches Personal oder vielleicht auch öffentliche Skandale, die treffen das Vertrauen viel direkter und auch schneller als diese oft über Jahre gewachsene Verbundenheit. Ja, das leuchtet ein. Das eine ist gewachsen, das andere braucht Bestätigung. Und was ist vielleicht überraschend bei der Frage, wer konkret über einen Austritt nachdenkt? So, und hier wird's jetzt wirklich interessant. Wenn es nämlich um die konkrete Bereitschaft zum Austritt geht, sind so allgemeine Aussagen wie, ja, aber die Kirche tut doch Gutes für die Gesellschaft. Die sind weniger ausschlaggebend, als man vielleicht vermuten würde. Was laut dieser Analyse einen stärkeren Effekt hat, um eben drin zu bleiben, ist das Interesse an persönlichen kirchlichen Amtshandlungen, die sogenannten Kasualien. Ah, okay. Du meinst also sowas wie Taufe, Trauung, Bestattung. Genau die. Wenn du sagst, ja, das ist mir wichtig für mich oder für meine Familie, dann sinkt die Austrittsbereitschaft signifikant. Es scheint also diese ganz konkrete, diese persönliche Relevanz an wichtigen Lebenswenden zu sein, die bindet. Und das stärker als die eher abstrakte Idee vom gesellschaftlichen Nutzen. Das heißt, es geht ganz stark um den Einzelnen, um die persönliche Lebensgeschichte. Absolut. Die Biografie spielt eine Riesenrolle, Stichwort Pfadabhängigkeit. Wer älter ist und schon lange dabei war, der geht seltener. Man könnte sagen, die über Jahre getätigten Investitionen, auch die emotionalen, die wiegen dann einfach schwerer. Mhm. Und auch das soziale Netz ist wichtig. Hast du einen evangelischen Partner oder eine Partnerin, das stabilisiert die Mitgliedschaft oft. Und, was man auch nicht unterschätzen darf, wie die Kirche in den Medien rüberkommt, das beeinflusst die Wahrnehmung. Und zwar quer durch alle Mitgliedergruppen. Okay, aber jetzt mal Butter bei die Fische. Die Kirchensteuer. Man hört doch ständig, das sei der Hauptgrund für Austritte. Wie passt das jetzt zu den Ergebnissen hier? Ja, wichtiger Punkt. Diese spezielle Auswertung, die sich ja die Austrittsbereitschaft anschaut, die findet überraschenderweise nur einen ziemlich geringen direkten Einfluss der Steuerpflicht oder auch der Einkommenshöhe. Ach, tatsächlich? Ja, aber Vorsicht. Das heißt nicht, dass die Steuer gar keine Rolle spielt. Auf keinen Fall. Aber die Analyse legt nahe, dass sie oft eher so der letzte Tropfen ist, der das Fass zum Überlaufen bringt, wenn die Bindung schon schwach ist. Ah, okay. Der Auslöser quasi. Genau, der Auslöser. Oder sie wirkt halt sehr situationsbedingt, zum Beispiel, wenn durch eine Gehaltserhöhung plötzlich mehr anfällt. Sowas fängt eine statistische Momentaufnahme vielleicht nicht immer hundertprozentig ein. Also selten der alleinige Grund, sondern eher der letzte Anstoß bei vorhandener Distanz. Verstehe. Also fassen wir mal zusammen. Was heißt das jetzt für dich, wenn du zuhörst? Deine Bindung zur Kirche ist offenbar ein sehr individueller Mix.
Dein persönlicher Glaube und ob du da eine ethische Übereinstimmung siehst, das ist zentral. Aber eben auch, ob die Kirche an wichtigen Punkten in deinem Leben für dich relevant ist, das spielt eine große Rolle. Dazu kommen dann dein Vertrauen, dein Umfeld, deine Erfahrungen und ja eben auch das öffentliche Bild. Es ist ein ganzes Bündel. Genau, gut zusammengefasst. Kirchenbindung ist multidimensional. Die stärksten Ankerpunkte sind wirklich diese persönliche, religiös-ethische Passung und die Bedeutung, die du den kirchlichen Angeboten beimisst, gerade den Kasualien. Und Biografie, soziale Netze, Medienberichte, die formen das Ganze dann weiter aus. Es ist also selten nur ein einziger Faktor, sondern meistens ein Zusammenspiel. Dann bleibt am Ende vielleicht noch eine Frage, so zum Weiterdenken für dich. Wenn diese persönliche, religiös-ethische Passung so zentral ist, wie kann oder wie sollte Kirche dann eigentlich auf Menschen zugehen, deren Glaubensvorstellungen vielleicht, unbestimmter sind, die sich vielleicht eher als agnostisch oder sogar atheistisch sehen? Gerade weil die Studie ja auch zeigt, dass bei diesen Gruppen die Ausstiegsbereitschaft höher ist, wenn eben diese Passung zur, sagen wir mal, eher traditionell christlichen Prägung fehlt. Was denkst du darüber?